Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich mit euch gemeinsam sticken und darf euch zu einer neuen Stickzeit begrüßen. Es ist Stickzeit Nummer 10 und da wir jetzt im Herbst angelangt sind, möchte ich auch an einem herbstlichen Motiv sticken und zwar, wie ihr schon am Titelbildschirm erkennen könnt, an Willow. Ich zeige sie euch jetzt auf meinem Tablet, denn leider habe ich sie nicht in Papierform, sondern nur auf meinem Tablet. Ja, jetzt ist es scharf. Ja, das ist Willow von der Cross Stitch Studio. Ich habe sie bereits voriges Jahr gestartet, im April 2024, und sie wird 385 Stiche hoch und 250 Stiche breit. Sie hat 96 Farben, aber keine Mischfarben, und ich sticke sie auf 18 Count Aida mit CXC Garn. Ja, ich werde euch auf der Seite einblenden, wie weit ich beim letzten Monatsupdate war. Also das war ja das Update von August. Da seht ihr, wie weit ich schon gekommen bin. Und jetzt zeige ich euch noch den aktuellen Stand. Und so sieht sie jetzt aus. Also ich habe sie schon in einem Q-Snap eingespannt. Wie ihr seht, ist dieser Teil bereits dazugekommen. Hier habe ich auch die Seite fertig gestickt. Ja, und heute möchte ich da unter dem Auge, bei der Wange, Richtung Nase mit euch weiter sticken. Wie ihr erkennen könnt, backe ich meine Fäden mit diesen Haarklammern und ich verwende auch diese magnetischen Kabeln. Ja, und dann denke ich, können wir auch schon starten. Ich werde jetzt alles umbauen, werde es mir bequem machen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt alles vorbereitet, alles umgebaut und bin eigentlich bereit zu sticken und euch daran mitzunehmen. Und ich dachte mir, ich werde heute auch den Pattern Keeper einblenden. Ich weiß zwar nicht, ob ich das schaffe, ob es auch funktioniert, aber wir hoffen mal. Und dann kann ich euch auch zeigen, wie ich sticke, meine Stickmethode, also mit den backenden Fäden und wie das so für mich funktioniert. Ja, ich sticke ja immer in diesen 100er Kästchen, das heißt 10 mal 10 Kreuze. Danach backe ich den Faden in dem unteren Kästchen. Wenn die Farbe da nicht vorkommt, backe ich in dem Kästchen rechts daneben meine Fäden. Und so arbeite ich mich Kästchen für Kästchen, also Reihe für Reihe, durch bis am Ende der Seite. Ich arbeite ja immer eine Seite und starte dann bei der nächsten Seite neu. Ja, ihr seht, ich habe hier unten schon Fäden gebackt und wir sticken ja jetzt an diesem 100er Kästchen und da werde ich gleich die nächsten Fäden raussuchen, die wir benötigen. Und also es bleibt nur ein Faden über, der dann im nächsten 100er Kästchen verwendet wird. Ja, ihr seht eingeblendet. Ich hoffe halt mal, dass es funktioniert. Wir starten mit der Farbe 712 und man sieht am Pattern Keeper, also alle gebackten Fäden sind diese blauen Dreiecke. Also hier habe ich leider nur mehr ein kleines Stück Faden, aber den werden wir jetzt gleich versticken. So ganz funktioniert das noch nicht. So. Ja, also ich sticke jetzt die Farbe 712. Es wird, ja, der Faden ist schon sehr kurz, wie man erkennen kann. Also nochmal kurz einfädeln.
ich zähle zu den Glücklichen, die keinen Fadeneinfädler benutzt. Also ich schaffe es zum Glück immer, den Faden ohne Fadeneinfädler einzufädeln. So, hier in dieser Reihe haben wir ja 5 Kreuze. Ja, wir schaffen aber nur 3 Kreuze, da der Faden einfach zu kurz ist. So, also 3 Kreuze sind jetzt gestickt und ich beende den Faden mit einem Pinstitch. Den mache ich gleich direkt darunter in einem freien Feld. Ich hoffe, ihr könnt auch alles erkennen. So, dann nochmal nach vorne und dann kann ich den Faden abschneiden. So, dann werde ich das Ganze jetzt abstreichen und ihr seht, es sind diese 3 Kreuze, die ich bis jetzt gestickt habe. Gut, dann brauchen wir nochmal die 712. Ich zeige euch gleich wieder meine Garnkarten. Ja, ihr kennt das vielleicht schon von anderen Bildern. Ich verwende immer diese Plastikgarnkarten und mit den Etiketten schreibe ich mir die DMC-Nummern rauf. Und hier haben wir die 712, ganz ein helles beige-weiß, also Cremeton eher. Ja, ich sticke ja zweifädig, da ich auf 18 Count sticke. Das heißt, ich nehme den Faden doppelt, damit ich den Loop Start machen kann. Und ja, wo starten wir jetzt am besten? Und zwar hier in diesem linken Eck werde ich starten. So. Ich habe jetzt hier meine Schlaufe, wo ich durchfädle und dann wieder nach hinten gehe. Und so ist das erste halbe Kreuz bereits fertig. Ich sticke ja nicht Kreuz für Kreuz, also wenn da mehrere Kreuze von einer Farbe sind, sondern arbeite mich mit den halben Stichen durch, so weit wie möglich, und sticke dann wieder zurück. Kommt natürlich auf das Stickbild drauf an, funktioniert nicht überall so und funktioniert auch nicht bei Stickgarn, also bei Verlaufsgarn. Da soll man ja auch Kreuz für Kreuz sticken. So, in dieser Reihe 1, 2, 3, 4 Kreuze habe ich gemacht und wir brauchen 6 Kreuze. So. Dann eine Reihe rauf, also in die zweite Reihe. Da benötigen wir 5. Also Villa ist ja perfekt für den Herbst mit ihren herbstlichen Blättern im Haar. Ich habe da schon sehr positive Rückmeldungen von euch erhalten, dass sie euch sehr gut gefällt. Also ja, dachte ich mir, nehme ich euch heute mit, wenn ich daran sticke. So, dann in Reihe 1 haben wir zweimal die 712.
Also für mich funktioniert bei Bildern, besonders bei konfettireichen Bildern, also das Backen einfach am besten. Ich weiß, jeder hat ja da seine eigene Stickmethode. Viele sticken ja den Faden fertig, bevor sie zum nächsten Faden gehen. Aber ja, ich bin eine Backerin, bei mir funktioniert es einfach am besten. Für mich werden die Kreuze dann einfach gleichmäßiger. Das heißt, ich habe ja da, wie ihr seht, keine Lücken mehr, wo ich noch auffüllen muss. Da das ja gleich passiert, wenn ich an einem 100er Kästchen sticke. So weit. Hätten wir jetzt die ersten 3 Reihen dann gestickt von der Farbe 712. So, kommen die Reihe 4. Also ich tue das wieder mal abstreichen, und zwar, was ihr jetzt lila umrandet seht, ist das, was ich jetzt gestickt habe. Ja, so, abgestrichen, und wir sticken in Reihe 4 weiter mit der Farbe 712. Ja, mich stört diese hängenden Fäden jetzt nicht. Also ich komme sehr gut damit zurecht. Nein, das war jetzt falsch. Also nochmal auftrennen und zurück. So. Ja, ich weiß, dass manche das nicht mögen. Man muss natürlich öfters bei der Backmethode einen Faden einfädeln, da man ja öfters wechselt und den Faden ja nicht zu Ende stickt. Aber es muss ja jeder selber die richtige Stickmethode für sich finden. Ich achte ja auch darauf, dass so weit wie möglich meine Stiche hinten gerade sind. Also so wie man das von der Ebenseher-Methode kennt, da wird ja auch darauf geachtet. Es ist halt diese Art und Weise, wie ich damals als Kind in der Schule sticken gelernt habe und ich noch immer so weiter sticke. Man hat dann zwar manchmal halbe Kreuze, wo zuerst der Deckstich kommt. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt oder ob es zu weit weg ist. Denn so wie hier, ja, das kann man schlecht erkennen, habe ich zuerst den Deckstich gestickt und fahre dann mit der Nadel unter dem Deckstich durch, um das Kreuz zu vervollständigen und den Grundstich zu machen. Das ist natürlich etwas aufwendiger, als einfach nur so jetzt den Deckstich drüber zu setzen. Aber ja, wie gesagt, ich achte darauf, dass auch hinten mein Stickbild recht ordentlich aussieht. Es funktioniert natürlich nicht immer 100%ig, je nachdem, wie konfettireich das Bild ist. So, wo sind wir? Da kommt noch ein einzelner Stich. So. Ja, momentan an dieser Stelle sind halt sehr viele helle Farben zu sticken. Darum weiß ich nicht, ob ihr das alles so gut erkennen könnt. Aber ja, wenn ich euch zu weit weg bin, ihr könnt ja natürlich heranzoomen an eurem Handy oder wo ihr auch immer das Video anseht. So.
Ja, jetzt hat sich ein bisschen verheddert, aber das ist nicht so schlimm. Meine bakenden Fäden. Gut, so, die nächste hätten wir geschafft. Gehen wir nach 2 nach unten. Ich streiche das wieder ab. Ihr seht, die lila umrandeten Felder habe ich jetzt gestickt. Ja, Pattern Keeper ist natürlich der absolute Gamechanger, ist natürlich wesentlich einfacher als auf einer Papiervorlage zu sticken und kann ich eigentlich wirklich nur jedem empfehlen. Das einzige Problem ist, es funktioniert nicht auf den iPhones. Das heißt, es funktioniert nur mit Android. Das ist leider etwas schade. Aber ja, falls ihr Android habt, das Betriebssystem, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen, den Pattern Keeper. So. Ja, das Wetter ist herbstlich hier bei mir. Mal kommt die Sonne raus, mal ist es bewölkt. Temperaturen aktuell, glaube ich, sind so um die 15 Grad. Ja, sehr wechselhaft. So, jetzt streiche ich mal die 3 ab. Da, ja, die habe ich gestickt. Ja, aktuell, ihr seht, auf der linken Seite habe ich bereits 30 Stiche gemacht. Also ihr seht das am Pattern Keeper. Und bin aktuell bei 51,06% von Willow. Das heißt, ich habe schon mehr als die Hälfte geschafft. Aber es macht wirklich Spaß, daran zu sticken. So, dann eins rauf. Ja, den Stoff, den ihr hier seht, ist ja ein 18 Count Easy Grid Aida. Und den habe ich damals recht günstig bei Amazon gekauft. Und für gezählten Vordruck sticke ich wirklich gerne auf den Easy Grid, da man sich wirklich gut dann an den Kästchen orientieren kann, an den eingezeichneten Kästchen. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, die Linien lassen sich wirklich, wirklich leicht rauswaschen. Also ganz kurz nur in Wasser einlegen und die Linien gehen raus. So, wieder abstreichen. Wieder 5 Stiche. Dann die letzten 2 Reihen von der Farbe 712. Ich hoffe wirklich, dass ich den Pattern Keeper euch zeigen kann, jetzt im Video, dass das auch klappt bei mir. Weil ich denke, dann kann ich euch viel besser zeigen, wie bei mir das Baken funktioniert. Ja, wir werden es ja sehen dann, wenn ich das Video dann bearbeite, ob ich es schaffe. Ich würde mich natürlich auch über eine Rückmeldung freuen von euch, ob euch diese Art von Video gefällt oder eher nicht. Ich habe ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Unboxing-Videos gezeigt und nur sehr wenig Stickzeit-Videos. Aber ich möchte euch in Zukunft öfter mitnehmen und öfter mit euch gemeinsam sticken. Aber darum ist ja auch wichtig, ob euch das auch gefällt. Und ja, ich würde mich über Kommentare dazu freuen.
So. Wenn jetzt natürlich nur ein Kästchen noch, also ein Kreuz zu machen wäre im nächsten Kästchen darunter, dann würde ich es natürlich gleich mitsticken. Aber ja, sobald schon zwei Kästchen zu sticken sind, ich sage immer Kästchen, Entschuldigung, Kreuze, dann backe ich den Faden auf jeden Fall darunter. Das ist so meine Stickmethode. Wenn der Faden auch schon sehr, sehr kurz ist und ich wirklich nur mehr ein Kreuz damit sticken kann, ja, auch dann sticke ich das natürlich fertig und backe nicht. So. So, das letzte Kreuz ist fertig. Ich streiche ab, also ihr seht es wieder hoffentlich eingeblendet. Und ja, insgesamt haben wir jetzt 46 Kreuze gestickt an der Farbe 712. Ja, und darunter, ihr seht es an den grünen Kreisen, geht es weiter mit der Farbe 712. Das heißt, ich backe meinen Faden im ersten Kreuz, und zwar backe ich immer rechts oben meinen Faden. So, ihr seht, rechts oben ist gebackt und dann kann ich auch schon ausfädeln. Und am Pattern Keeper markiere ich das mit einem Doppelklick. Und ihr seht, es ist jetzt das blaue Dreieck, das mir zeigt, an dieser Stelle ist ein Faden gebackt. Gut, einen Schluck Kaffee, bevor wir weitermachen. Und ja, wir sticken ja weiter in diesem 100er Kästchen. Gut, das nächste, also am Pattern Keeper nehme ich dann das nächste Symbol in der ersten Reihe. Auch hier gibt es ein blaues Dreieck, das heißt, es gibt einen gebackten Faden dazu. Und ja, der wäre dann hier, das ist der gebackte Faden. Es ist Ecru, Farbe Ecru. Kurz eingefädelt, so. Und es kann auch schon weitergehen. Also ihr seht am Pattern Keeper, ich sticke jetzt die grünen Flächen, also jetzt wieder runter und danach werde ich wieder unten backen. Ich glaube, das dürfte sich mit diesem Faden auch ausgehen. So, diese gebackten Fäden ein bisschen zur Seite. Also falls ihr Fragen habt zu meiner Stickmethode, natürlich jederzeit, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich versuche euch das natürlich gerne zu erklären. Es ist jetzt nicht so einfach, das Ganze in Worte zu fassen, wie ich da sticke, was meine Methode ist. Aber ich bin natürlich gerne bereit, es euch nochmals zu erklären. So. Dann haben wir gerade nach unten. So. Noch zwei.
bis zur Kreuzung, also ich nenne das jetzt Kreuzung, weil dann muss ich nach links weiter sticken. So. So, dann werde ich ganz kurz abstreichen wieder. Ja, ihr seht an die lila Felder, das habe ich jetzt gestickt und jetzt werde ich links rüber sticken die Kreise. Das heißt, dann haben wir mal 2. Und eines. Ja, bezüglich mit dem Faden springen. Ich vermeide es, soweit es geht, wirklich und springe ja maximal 5, 6 Felder. Weiter wirklich nicht, also weil mir das wirklich nicht gefällt, wenn hinten die Fäden so lang gezogen sind. Ich weiß ja, kein Mensch sieht das Bild von hinten, aber es ist halt für mich einfach sehr wichtig und ich möchte das nicht. Darum, wie gesagt, ich springe nur kurze Strecken, 2 bis 3, 5 bis 6 Kästchen, um den Faden hinten möglichst kurz zu halten. Genau. Ja, komme gut voran. So. Ja, ich sticke leider nicht zweihändig. Ich muss sagen, das habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ist wahrscheinlich Übungssache, sondern ich sticke tatsächlich nur mit einer Hand. So. Und eigentlich sticke ich ja ohne Stickständer und ja in der Hand. Wie ihr seht, hier habe ich das Bild in einem Q-Snap eingespannt oder auch in einem Stickring oder andere Stickrahmen. So. Ich werde wieder kurz abstreichen und zwar habe ich jetzt das geschafft. So. Ich kriege Besuch, jetzt kommt mein kleiner Kater. Er dürfte jetzt ausgeschlafen sein. Ja, er ist bei mir. Kleiner. So, aber wir sticken weiter. Und Ecru ist dann fast geschafft. Ich muss nur kurz pausieren, denn der Kleine möchte raus. Einen Moment. So, es kann wieder weitergehen. Entschuldigt. Wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, bei den letzten Stichen von Ecru oder Ecru oder wie man das auch ausspricht. So. So, wir sind wieder am Ende angelangt. Abstreichen. Und ich backe wieder im ersten Feld darunter. Und ihr seht schon, es ist wieder mit einem blauen Dreieck markiert. Und rechts oben wird mein Faden gebackt. Also 2 Fäden habe ich jetzt schon darunter gebackt.
Ja, und es geht weiter wieder. Wir kommen wieder in Reihe 1 und zwar haben wir jetzt keinen gepackten Faden. Es ist die Farbe 841. Ich suche sie mir mal raus. Und ja, da haben wir tatsächlich nur ein Kreuz in diesem Quadrat, in diesem 100er Quadrat. Aber ich kann den Faden rechts daneben parken, weil da kommt die Farbe 841 dann doch öfters vor. Also ich habe hier einen kurzen Faden, aber auch der wird verwendet. Also ich gehe eigentlich sehr sparsam mit meinen Fäden um und versticke wirklich auch wirklich kurze Fäden. So, ich mache nur ein bisschen Platz mit meinen packenden Fäden. So, wieder den Loop Start. So. Das Kreuz ist fertig und ich parke rechts daneben in dem Feld und zwar unter den bereits 2 gestickten Kreuzen und ja, das eine streiche ich ab und da rechts daneben markiere ich mit dem blauen Dreieck wieder, dass ein Faden geparkt ist. Und es geht weiter. Erste Reihe haben wir noch ein Kreuz übrig und das ist die Farbe 950 und auch hier gibt es einen geparkten Faden. So. Und den werden wir jetzt versticken. Die 950 ist ein bisschen rosa, leicht zartes rosa beige. So, dann haben wir 4, 3, 1, 2, 3, 4. Stimmt das jetzt? Ja, das passt. Und das nicht. Da habe ich ein Kreuz übersprungen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut sehen und ich kann es euch einigermaßen verständlich erklären, wie meine Parkmethode funktioniert, meine Stickmethode. Wie gesagt, ich sticke sehr viele Bilder in dieser Methode. Es gibt zwar auch einige Bilder, wo ich Cross-Country sticke, aber dafür brauche ich einen wirklich guten Druck, um das zu sticken. Nochmal zurück, so. Ja, macht mir auch Spaß, in dieser Methode zu sticken. Habe ich mir mit den Jahren dann irgendwann angeeignet, immer ein bisschen noch verfeinert, verbessert. Naja. So, ich packe darunter und zwar, ich streiche ab und darunter in das erste Symbol wieder mit der Farbe 950. Ja, aktuell haben wir 68 Stiche und es geht weiter. Diesmal in der zweiten Reihe das erste Symbol auch wieder geparkt. Ein Faden. Und wenn ihr das am Pattern Keeper seht, es gibt ganz rechts auch noch einen Stich mit dieser Farbe. Den werde ich dann extra sticken, also neu einfädeln. Und jetzt sticke ich mal das Symbol runter. Es ist ja ein E, wie ihr seht. Es ist die Farbe 3866. Der Faden ist ja auch schon recht kurz. Also ich denke, der wird sich nicht mehr eignen zum Backen.
sondern der wird jetzt gleich verstickt. So, 4 Stiche haben wir da runter. Ja, und so arbeite ich mich dann Reihe für Reihe durch, bis das ganze 100er Kästchen fertig ist. Das heißt, auch jeden einzelnen Stich mache ich fertig und gehe dann rechts weiter in das nächste Kästchen. So, also wie ich mir schon dachte, den Faden kann man nicht mehr backen. Ich mache wieder den Pinstitch. Der Vorteil natürlich ist, ich brauche das Bild nicht umdrehen. Ich vernähe das sozusagen vorne. So. Abschneiden. Und das Ganze wieder abstreichen. Also ich habe jetzt diese 5 Stiche gemacht von der Farbe 3866. Gut, bevor ich jetzt diesen einzelnen Stich noch mache, links gehe ich in der Reihe weiter. Und zwar das F. Es ist die Farbe 822 und auch da ist ein gebackter Faden vorhanden. Da haben wir noch einen längeren Faden. Und ja, mit der Farbe brauche ich mich nur nach unten arbeiten gerade. So. Und dann haben wir nochmal 4 Stiche. So, es sind jetzt auch die 4 Stiche fertig und ich backe wieder im Kästchen darunter. Also abstreichen, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stiche wieder geschafft und ich backe darunter. Ihr seht es wieder mit dem blauen Dreieck markiert. Mein Faden rechts oben. Ja, jetzt habe ich schon 4 gebackte Fäden darunter, also schon einiges geschafft. Und dann schauen wir das nächste Symbol in der zweiten Reihe an. Es ist die Farbe 3828. Ich suche sie mir mal raus. So, das ist ein Braunton. Also hier die Farbe 3828. Ja, da haben wir 3 Kreuze in diesem 100er Feld und ja, darunter gibt es kein Kreuz in dieser Farbe, aber ich kann wieder rechts daneben backen und das werde ich jetzt auch so machen. So, der Faden gehört nach rechts, der gehört runter. Wir starten wie üblich mit dem Loop Start. So. Nochmals nach hinten.
Und das erste halbe Kreuz ist fertig. So. So, dann muss ich nach unten. Da haben wir noch 2 Kreuze. Ich werde das eine Kreuz, das anschließt, gleich mitsticken. Das hat den Grund einfach, weil es tatsächlich direkt anschließt und ich es in einem gleich mitsticken kann. Wäre das jetzt nicht der Fall, würde ich den Faden backen und das Kreuz erst dann im nächsten Kästchen sticken. Ja, so, dann backen wir wieder im ersten Kreuz von dieser Farbe. Also ich werde wieder abstreichen. Ihr seht jetzt am Pattern Keeper, ich bin jetzt in das Feld nach rechts gegangen und habe das Symbol mitgestickt. Also ich habe jetzt 4 Kreuze gestickt. Und backen habe ich wieder in dem ersten Symbol, das jetzt grün aufleuchtet, wieder rechts oben meinen Faden. Ja, aktuell bei 82 Stiche. Ich schaue mir noch die nächste Farbe an. Das ist die Farbe 3864. Und ja, die werde ich noch mit euch sticken. Auch hier gibt es einen gebackten Faden. Ihr wisst, auch ein Braunton. Und wir haben wieder 3 Kreuze zu machen. Und danach werde ich auch den Faden wieder rechts daneben backen. So. Also die 3. Und dann backe ich daneben wieder rechts oben. Also ich markiere die 3 Stiche und dann einmal daneben gebackt. Ja, dann denke ich mir, werde ich das Video beenden und alleine noch ein bisschen weiter sticken. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was vorstellen unter meiner Stickmethode und habe es so einigermaßen verständlich für euch erklärt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, auch über Fragen, wenn ihr welche habt. Und ja, als nächstes sehen wir uns dann am Freitag im Monatsupdate. Da werdet ihr dann Willow wieder in der vollen Größe sehen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.